Es gibt 4 ewige Beziehungen, die deine Seele mit anderen Seelen eingegangen ist. Ewige Zwillinge, also Dualseelen, ewige Freunde, ewige Verbündete und ewige Lehrer-Schüler-Beziehungen. Jede ewige Beziehung ist auf ihre Weise für dich hilfreich und bleibt für immer auf der seelischen Ebene erhalten. Hi, ich bin Simon und ich möchte dir in diesem Video die 4 ewigen Beziehungen nach Wada Hasselmann und Frank Schmollke erläutern. Und ich werde wie folgt vorgehen. Zuerst möchte ich allgemeine Fakten zu den ewigen Beziehungen ausführen. Anschließend erkläre ich die 4 ewigen Beziehungen und zum Abschluss gehe ich noch auf die Unterschiede zu anderen seelischen Beziehungen ein. Lass uns gleich mit den allgemeinen Fakten zu den 4 ewigen Beziehungen beginnen. Auf deinem Lebensweg unterstützen dich Seelen, die mit dir eine sogenannte ewige Beziehung eingegangen sind. Es gibt 4 Arten von ewigen Beziehungen: ewige Zwillinge, also Dualseelen, ewige Freunde, ewige Verbündete, ewige Lehrer-Schüler-Verbindung. Deine ewigen Beziehungen sind auf ihre Weise hilfreich. Sie geben dir ein Gefühl der Geborgenheit. Darüber hinaus bleiben sie im nicht-physischen und nicht-zeitlichen erhalten. Sie bestehen ewig. Seelen, mit denen du eine ewige Beziehung hast, halten immer zu dir und verlassen dich nie. Du bist nicht allein. Es gibt Seelen, die dir immer weiterhelfen werden, egal was passiert. Eine Begegnung mit ihnen im körperlichen Zustand ist selten. Seelen, mit denen du eine ewige Beziehung führst, gehören nicht zu deiner Seelenfamilie, sondern zu deiner Seelensippe. Die Seelensippe ist die übergeordnete Einheit zur Seelenfamilie. Deine Seelensippe besteht aus 7 Seelenfamilien. Mit 4 Seelen aus den 6 anderen Seelenfamilien deiner Seelensippe hast du eine ewige Beziehung. Die Seelenfamilien und Seelensippen habe ich bereits ausführlich in meinem Video zur Organisation des Seelischen erläutert. Das werde ich oben nochmal verlinken. Die Seelen haben normalerweise nicht dieselbe Seelenrolle. Das ist aber auch möglich. Ihr Seelenalter liegt nah beieinander. Für das Verständnis dieses Videos sind die Seelenrollen und Seelenalter nicht wichtig. Falls sie dich dennoch interessieren, verlinke ich dir oben jetzt auch noch mein Einführungsvideo in die Archetypen der Seele und die Seelenlehre nach Wada Hasselmann und Frank Schmollke. Jede ewige Beziehung ist einer Energieebene zugeordnet: Expressionsebene, Inspirationsebene, Aktionsebene oder Assimilationsebene. Die ewigen Zwillinge befinden sich auf der Expressionsebene und haben die Aufgabe, sich ständig gegenseitig in der Entwicklung zu fördern und anzuregen. Die ewigen Freunde sind der Inspirationsebene zugeordnet und haben die Aufgabe, sich in der emotionalen Entwicklung zu unterstützen und Trost, Geborgenheit und Nähe zu spenden. Die ewigen Verbündeten befinden sich auf der Aktionsebene und haben die Aufgabe, auf seelischer Ebene zusammenzuarbeiten und sich gegenseitig Mut und Kraft zu spenden. Die Seelen, die miteinander eine ewige Lehrer-Schüler-Verbindung eingegangen sind, agieren auf der Assimilationsebene und haben die Aufgabe, sich gegenseitig neue lebensverändernde Erkenntnisse und Einsichten beizubringen. Fangen wir mit den ewigen Zwillingen an. Die ewigen Zwillinge oder auch Dualseelen genannt, sind der Expressionsebene zugeordnet. Auf der Expressionsebene geht es um den Ausdruck und so kommunizieren die ewigen Zwillinge ständig bewusst oder unbewusst miteinander. Die Kommunikation findet über Telepathie und Träume statt. Sie kommunizieren auch miteinander, wenn sich beide nicht im Körper befinden, nur einer eingekörpert ist oder sich beide im körperlichen Zustand noch nie begegnet sind. Die Seelen drücken aus, was sie füreinander und miteinander fühlen. Durch die ständige telepathische Verbindung können sie voreinander nichts verbergen. Die Aufgabe der Seelenzwillinge ist die gegenseitige Förderung in ihrer Entwicklung. Die Beziehung ist sehr intensiv und spannungsreich. Um sich gegenseitig weiterzubringen und anzuregen, müssen sie Konflikte austragen, sich ablehnen, akzeptieren, beraten, gestalten und gegenseitig anzweifeln.
Konflikte stärken die Verbindung, anstatt sie zu sprengen. Seelenzwillinge fühlen sich miteinander eins. Sie verstehen aber nicht, woher das kommt. Schließlich sind ihre Persönlichkeiten und Formen der Lebensgestaltung ziemlich unterschiedlich. Aus ihrer Verschiedenartigkeit, ihrer Dualität, entsteht im Beisammensein ein energetisches Ganzes. Dabei sind sie energetisch weder komplett gegensätzlich noch gleich. Dualseelen verspüren den Impuls, miteinander vollkommen zu verschmelzen. Diese Sehnsucht kann aber lediglich im nicht körperlichen Zustand in der Astralebene befriedigt werden. Dualseelen befinden sich in Seelenfamilien derselben Seelensippe. Sie haben normalerweise nicht dieselbe Seelenrolle. Ihr Seelenalter liegt nahe beieinander. Die anderen seelischen Archetypen sind so verschieden wie möglich. Dadurch können die Dualseelen am meisten voneinander lernen. Es kommt vor, dass Dualseelen nicht zur gleichen Zeit inkarniert sind. Befinden sie sich gleichzeitig in einem körperlichen Zustand, begegnen sie sich oft gar nicht, damit ihre Zweiheit gewahrt bleibt. In meinem nächsten Video möchte ich nochmal spezieller auf Dualseelen eingehen. Die zweite ewige Beziehung sind die ewigen Freunde. Die Beziehung der ewigen Freunde befindet sich auf der Inspirationsebene. Auf der Inspirationsebene geht es um Erfühlen und Intuition. Ewige Freunde haben die Aufgabe, sich in der emotionalen Entwicklung zu unterstützen und gegenseitig Trost, Geborgenheit und Nähe zu spenden. Die ewige Freundschaft ist gekennzeichnet durch Unterstützung, Hilfe, Einfühlen, Trost und Vergebung. Die Kommunikation findet über Gefühle statt. Die Seelen teilen sich telepathisch oder in Träumen mit. Sie wachsen daran, sich gegenseitig bedingungslos zu lieben. Dafür müssen sie sich im körperlichen Zustand nicht mal kennen. Zudem brauchen sie keine Auseinandersetzungen oder gemeinsamen Unternehmungen. Ewige Freunde sind immer füreinander da, egal ob der andere etwas Schlimmes getan hat. Verbringen die Seelen im körperlichen Zustand Zeit miteinander, suchen sie gemeinsame Hobbys und Interessen, um sich miteinander verbinden zu können. Zwischen ihnen gibt es keine wirklichen Konflikte. Es kann aber auch mal vorkommen, dass sie Meinungsverschiedenheiten miteinander haben. Sie werden sich aber sehr schnell wieder verzeihen. Ewige Freunde sind nicht miteinander verwandt, weil Verwandtschaft für sie überflüssig ist. Als nächstes erläutere ich die ewigen Verbündeten. Die Beziehung der ewigen Verbündeten befindet sich auf der Aktionsebene. Auf der Aktionsebene geht es um Aktivismus und Handlungen. Die Aufgabe der ewigen Verbündeten ist die Zusammenarbeit auf seelischer Ebene und das gegenseitige Spenden von Mut und Kraft. Die Seelen bewegen etwas zusammen, schützen sich gegenseitig und geben sich Führung. Zwischen den ewigen Verbündeten werden zwei Rollen aufgeteilt. Die eine Seele übernimmt den aktiven und ausführenden Teil der Beziehung, die andere Seele den passiven, helfenden und energiespendenden Teil. Beide Rollen wechseln je nach Bedarf. Die ewigen Verbündeten wollen auf seelischer Ebene etwas erreichen. Das Arbeiten auf seelischer Ebene beinhaltet beispielsweise die Beschäftigung mit der seelischen Weiterentwicklung, mit der Entfaltungsaufgabe des Seelenalters, mit seelischen Projekten, mit der Seelenfamilienaufgabe oder mit der gemeinsamen Seelensippenaufgabe. Die Seelen könnten beispielsweise gleichzeitig an derselben Fragestellung aus unterschiedlichen Perspektiven arbeiten. So könnten sie innerhalb ihrer Seelenfamilie die gleichen Aufgaben übernehmen und sich in verschiedenen Kontexten damit beschäftigen. Dadurch können sie sich gegenseitig anregen, Fragen beantworten und über die Aufgabe austauschen. Die ewigen Verbündeten müssen nicht einmal in der materiellen Welt zusammenarbeiten. Es kann sein, dass sie gar nicht gleichzeitig inkarniert sind, sich nie begegnen oder sogar rivalisiert sind. Befindet sich eine Seele im nicht-körperlichen Zustand, könnte sie die inkarnierte Seele anleiten, ihr Hilfestellungen geben
und Situationen energetisch beeinflussen. Die letzte ewige Beziehung ist die ewige Lehrer-Schüler-Verbindung. Die ewige Lehrer-Schüler-Verbindung befindet sich auf der Assimilationsebene. Auf der Assimilationsebene geht es um Verarbeitung, Lehren und Lernen. Die Seelen haben die Aufgabe, sich gegenseitig neue lebensverändernde Erkenntnisse und Einsichten beizubringen. Ein Part befindet sich in der Lehrerrolle und der andere in der Schülerrolle. Die beiden Rollen wechseln je nach Bedarf, manchmal sogar sehr schnell. Die Lernenden lernen, und zwar sich neuen Erkenntnissen zu öffnen und sie ins Leben zu integrieren. Die Lehrenden lehren, gleichzeitig lernen sie aber auch durch das Begreiflichmachen der Einsichten. Es geht dabei nicht um Wissensvermittlung im gewöhnlichen Sinne, also um Wissen, das in Schulen, Universitäten und Büchern weitergegeben wird. Es geht vielmehr darum, sich gegenseitig neue, lebensverändernde Erkenntnisse und Einsichten beizubringen. Die Erkenntnisse können lediglich aus Erfahrung weitergegeben werden. Diese spenden sie sich, um Probleme zu bewältigen, sich seelisch weiterzuentwickeln, die Entfaltungsaufgabe des Seelenalters zu lösen, die Seelenfamilienaufgabe zu bearbeiten und so weiter. Beispielsweise könnten die Seelen voneinander sogar die entscheidenden Impulse für den Wechsel in eine höhere Seelenalterstufe erlangen. Lehren und Lernen findet normalerweise nicht in körperlicher Anwesenheit und durch direkte Unterweisung statt, sondern vielmehr über plötzliche Einfälle, Ideen, Inspirationen und Träume. Die Menschen sind normalerweise nicht verwandt und befreundet. Sie teilen vermutlich noch nicht einmal dasselbe soziale Umfeld. Durch die Distanz, die sie zueinander haben, können sie sich wertvollere Impulse geben. Zum Abschluss möchte ich noch ein paar Worte zu anderen seelischen Beziehungen verlieren. Ich halte es für wichtig, die 4 ewigen Beziehungen nicht mit anderen seelischen Beziehungen zu verwechseln. Beispielsweise hast du mit Mitgliedern deiner Seelenfamilie auch eine ganz spezielle Verbindung. Der Unterschied zu ewigen Beziehungen besteht darin, dass deine Seelengeschwister die gleiche energetische Signatur und Seelenfamilienaufgabe haben. Sie sind dir unglaublich ähnlich. In meinem letzten Video habe ich bereits 7 Erkennungsmerkmale von Seelengeschwistern erklärt. Andere seelische Beziehungen sind nicht ewig. Es gibt zum Beispiel Seelen, mit denen du eine tiefe karmische Verbindung teilst. Eure Begegnung ist sehr intensiv, weil ihr einen Drang verspürt, das Karma aufzulösen. Dann gibt es auch noch sogenannte alte Freundschaften und alte Feindschaften. Du kennst diese Seelen bereits aus früheren Leben und warst mit ihnen dort befreundet oder verfeindet. Dein Inkarnationszyklus hat bis jetzt vermutlich schon mehrere tausend Jahre gedauert und da hast du bestimmt so einige Seelen kennengelernt. Lass mich gerne in den Kommentaren wissen, welches Wissen und welche Erfahrungen du bis jetzt mit dem Thema ewige Beziehungen gesammelt hast. Bist du schon mal einer Seele begegnet, mit der du eine ewige Beziehung eingegangen bist? Was ist während der Begegnung passiert? Mehr Informationen zu den seelischen Beziehungen befinden sich in den Büchern Die Seelenfamilie und Weisheit der Seele von Wada Hasselmann und Frank Schmoyke. Auf den Webseiten www.septana.de und www.seelenakademie.org findest du weiterführende Informationen, Materialien und Möglichkeiten des Austauschs und der Vernetzung. Wenn dir das Video gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen und darüber, dass du das Video mit anderen teilst. Wenn du mehr Videos zu den seelischen Beziehungen und zur Seelenlehre nach Wada Hasselmann und Frank Schmoyke anschauen möchtest, abonniere gerne den Kanal. Schön, dass du dabei warst. Dein Simon.